Es gibt zahlreiche ästhetische Behandlungen für Männer. Männer kommen sehr häufig wegen ihrem Gesicht, wegen den zunehmenden Falten und den herabsagenden Gesichtspartien. Es gibt den Bereich der Männerbrüste und auch vor allem der athletischen Körper. Männer wollen auch keine Fettpölsterchen haben, wie die Love Handles. Das sind die Bereiche um die Flanken herum oder die Bäuche, die einfach nicht weggehen, egal ob sie trainieren oder nicht. Und natürlich auch, weil sie zum Beispiel vermehrt schwitzen und eine Hyperhidrose haben an den Achselbereich und dadurch das Schwitzen loshaben möchten. Häufig nachgefragt werden auch Haartransplantationen. Das ist ein großes Thema bei Männern. Und somit haben auch Männer im Ästhetikbereich viele Wünsche und auch Bedürfnisse. Männer erwarten, wenn sie hierher kommen, dass es nicht auffällig ist. Sie wollen schon etwas machen, aber es soll ihre Natürlichkeit nicht verändern. Sie erwarten mehr Ästhetik, sie erwarten, dass sie in ihrem Berufsleben wieder anders akzeptiert werden gegenüber den Jüngeren, wieder mehr optisch gleichwertig sind, aber sie wollen nicht verändert und unnatürlich aussehen. Wir sehen sehr viele Männer, die hierher kommen, um sich ästhetisch behandeln zu lassen, die einfach mit ihren normalen Maßnahmen wie Sport, gesunde Ernährung nicht zu dem Ziel kommen, wo sie hinwollen. Und das sind eigentlich hauptsächlich die Beweggründe, weshalb Männer zu uns kommen, weil das, was sie tun, keinen Erfolg hat. Manchmal gibt es auch einschneidende Erlebnisse, wie zum Beispiel die Geburt von Kindern oder eine berufliche Umstellung, wo man plötzlich viel sitzen muss, nicht mehr so viel Bewegung hat, und dann suchen sie unsere Hilfe. Im Gesicht gibt es andere Gründe. Oft wollen sie einfach nur wieder frischer aussehen und den Kommentaren auch in der Gesellschaft nicht mehr unterlegen sein, wie: Ach, bist du müde? Warum hast du so Augenringe? Hast du schlecht geschlafen? Bist du schlecht drauf? Und das gibt natürlich ein Bild eines nicht leistungsfähigen Mannes, und das ist im mittleren Alter nicht erforderlich und nicht gewünscht. Die Herausforderung bei Männern, ich liebe eigentlich die Herausforderung bei Männern, ich behandle unglaublich gerne Männer. Ich finde, die Fettabsaugungen bei Männern sind sehr effektiv, weil Männer deutlich mehr Muskeln haben und weniger Fettgewebe normal wie die Frauen, also weniger Wassergehalt. Dadurch erzielen wir wunderschöne Ergebnisse. Herausforderung im Gesicht ist, dass die Haut schwerer ist, dass die Falten oft tiefer sind. Man muss deshalb ein bisschen andere Methoden wählen, wie bei Frauen. Vielleicht sogar, dass man mehr Volumen braucht, dass man oft auch auf Eigenfett dann umsteigt bei Männern, dass man ihnen ein bisschen mehr Volumen geben kann, weil durch die Schwere der Haut doch das eher absorbiert und man mehr Kraft braucht, um das anzuheben. Der Anteil der Männer in unserer Praxisklinik hier liegt mittlerweile bei 50% operativ. Konservativ, wie sowas mit Botulinumtoxin, Falten zu behandeln oder Hyaluronsäure für Unterspritzung, sind Männer hier noch eher unterprojiziert. Also da liegt der Anteil sicherlich nur bei 5%, aber operativ sind wir mittlerweile schon gut 50%, wenn nicht schon ein bisschen drüber.